Jo Freunde, was geht? Etwas überraschend kam gestern eine neue Folge des Clash Quests Captain Logs raus. Das ist ein Format, in dem die Entwickler über ihre Visionen und Pläne für die Zukunft von Clash Quest reden. Und gestern war es eben soweit. Vor ein paar Wochen haben sie schon angekündigt, dass jetzt demnächst eine neue Folge kommt. Und in dieser Folge reden sie über die Pläne und was sie weiter vorhaben, dass mit Clash Quest irgendwann mal global gehen wird. Ich habe selbst schon ein bisschen reingeschaut, aber es noch nicht ganz gesehen. Dementsprechend reacten wir jetzt heute darauf und gucken so, was die alles besprechen. Hey there, Clash Quest captains. We're here to deliver kind of a special video. It's more like a dev blog rather than a dev update, but we've got some stuff that we wanted to share with you. We have got some big changes coming to Clash Quest, and we wanted you to be the first to know what we've been working on, what's coming to your favorite game, and where Clash Quest is headed. So let's dive right in. Also schon mal das Intro wieder mega nice gemacht. Wie gesagt, sie reden heute darüber, was sie für Pläne haben, für Visionen und was sie jetzt vorhaben in der nahen Zukunft, in welche Richtung es für Clash Quest so gehen soll. For those of you who may not know us, I'm Darian, the community manager on the Clash Quest team. And I'm Seth, a game designer on Clash Quest. To go over the history of Clash Quest, we soft launched in several countries a little over a year ago. Yeah. Hey, happy anniversary, Darian. Did you get a ring for me? Maybe later. But since then, we've released several updates around adding new islands, new crew, social features like clan and clan leagues, and powerful gameplay improvements like the runes items. We have the intention of making Clash Quest one of the best, most exciting and enjoyable puzzle strategy games in the mobile market. While Clash Quest has gotten better with each update, we still feel the game isn't quite ready for a global release yet. So we have incredibly high standards here at Supercell, and although Clash Quest is enjoyable, it doesn't quite hit the quality bar we set for ourselves here. That's what we wanted to talk to you about. Also Darian redet hier jetzt darüber, was so die Pläne sind, beziehungsweise was so die Standards sind bei Supercell, denn Supercell hat wirklich sehr hohe Standards, wenn es um Games geht, weil sie eben auch so eine erfolgreiche Firma sind. Und ja, dementsprechend sagt er auch, dass Clash Quest zwar mit jedem Update immer besser und besser wurde, aber wirklich an diesem Punkt, wo es global gehen kann, ist es noch nicht. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, sehe ich eigentlich genauso, weil aktuell nach ein paar Monaten Spielzeit, wenn man dann auf maximalen Trophäen bzw. Sternen ist und so weiter, dann wird es mit der Zeit für manche Spieler langweilig. Und dementsprechend denke ich, ist auch gut, dass Darian so ehrlich ist, aber auch gleichzeitig gut, dass er nicht die Hoffnung aufgibt. Und was sie für Pläne haben, das stellen sie uns jetzt mal ein bisschen vor. Where the game's headed, and give you a little preview into what we've been working on. We love working on Clash Quest. You love playing Clash Quest. We are in this boat together. The Clash Quest team asked ourselves, are we ready for global? And the answer? Not yet. There's still a lot of work to be done, and we are going to target a few major problems over the next couple updates. This is the first of many videos where we're going to talk about the development process, what we see as the problems in Clash Quest, and how we're going to address them. Let's talk about changes that we're introducing to crew, or troops. Now, there's 11 distinct Clash troops in the game. What's the problem? Well, the problem, and I think a lot of you players have expressed this on the social media channels, is that a lot of the crew kind of do the same thing. You know, one of the great things about Clash games, whether you're playing Clash of Clans or Clash Royale, is how different they all are and how much they fulfill a specific role in your army or in your deck. Okay, sie reden jetzt gerade darüber, dass sie irgendwie es nicht so nice finden, dass viele Truppen relativ ähnlich sind vom Konzept her. Ja, okay, man sieht schon, dass ein Archer, ein Minion, Barbar greifen alle gleich an und machen ein bisschen Schaden, ein bisschen Unterschiede gibt es dann noch, wenn es Flächenschaden ist mit den Magiern, aber grundsätzlich hat er schon recht. Ich bin mal gespannt, was die hier so an Änderungen vorschlagen. But in Clash Quest, a lot of the troops are just focused on dealing damage. And this isn't their fault. The only game mode currently is to defeat all the buildings, so of course damage is a huge important factor. But one of the things we wanted to make in Clash Quest to make it a truly great puzzle game is that the crew need different and distinct roles from one another that help you solve the different
game modes we're going to throw at you. For example, Sie wollen uns also neue Game Modes geben. Da bin ich auf jeden Fall gespannt, was Sie uns dazu jetzt gleich noch sagen werden. if the only thing you need to do is destroy all the buildings by doing the most damage, then of course you're going to use Barbarian's Heavy Sword, Prince's Splash Damage Lance, Right. Giant's Splash Damage Gloves. Explosive robe. Right. All of the items that deal additional damage are the most popular items for all of the crew. Dazu muss man sagen, jetzt mit den Runen, seitdem die Runen da sind, machen auch Defensive Items wieder mehr Sinn. Beispielsweise die Heal-Riesen oder auch die Dodgy-Decker für die Goblins. Dadurch sogar teilweise noch besser als einfach nur Vollpower mit den offensiven Items. And that makes everything kind of feel like a DPS. Where's my tanks? Where's my healers? Yep. And that's what we're looking to address in the next update. So for example, we are going to make Giant less of a damage dealing troop and more of a tank, more of a healer, more something that's going to be used to protect your crew and also your companions. More on that. Da möchte ich nochmal kurz zurückgehen, ob da irgendwas am Schaden man schon gesehen hat. Giant, less of a damage dealing troop and more of a tank. Der Prinz macht 503 Schaden. Ich weiß jetzt nicht ganz, ob das nur im Dev-Account so ist, aber aktuell macht er ja ca. 288 Schaden. Das wäre ein richtig krasser Boost vom Schaden her. Tank, more of a healer, more something that's going to be used to protect your crew and also your companions. More on that in a minute. So Giant was just one example. But we also have, Archer and Wizard, who are both long-ranged damage dealers. What are we going to do to make them distinctly different? You're right, Darian. Archer and Wizard are currently pretty similar. So one way that we're going to separate them a bit is Archer is going to become more focused on dealing multiple attacks with her items because her power. Okay, was sind das hier für Items bei diese Gebäude, diese neue Verteidigung? Das ist auch irgendwas Neues, glaube ich. Und generell sagen sie halt, dass sie jetzt beispielsweise erklärt an den Beispielen von Bogenschützen und Magier, dass sie eben die Truppen so ein bisschen verändern wollen. Die Rolle, beides sind Fernkämpfer. Und beim Archer wollen sie es eben so machen, dass er darauf fokussiert ist, mehrere Pfeile zu schießen. Und beim Magier, da kommen sie jetzt gleich drauf zu sprechen, geht es eben darum, dass der Magier möglichst jetzt mit der Base Attack schon Feuer macht und so kompletter Fokus auf dem Feuer liegt, was ja auch eigentlich charakteristisch für den Magier ist. Full magic arrow rune triggers on an attack. Right. We really like how runes have improved the gameplay, and from what you've told us on social media, you're loving runes as well. Runes wirklich das beste Update, was das Spiel bisher hatte. So some characters are going to become more focused around their rune, and Archer's a great example. Use the items to trigger multiple attacks, get that magic arrow to fire off multiple times per round, and that's how Archer's going to help you solve the puzzle that we've put you in. Okay, das erklärt jetzt auch nochmal, dass sie jetzt beispielsweise am Archer mehr darauf gehen möchten, dass wirklich er viele Pfeile schießt und dementsprechend auch mehr von den Runenpfeilen bekommt. Und ja, das ist auf jeden Fall eine nice Änderung eventuell, wenn das so gut funktioniert. On the other hand, Wizard is going to become more focused on dealing fire to enemies. The Fire Robe, great item. We're going to make the rune for Wizard also light things on fire, so when you get Wizard in a puzzle, you know that the goal is to, well, I should probably set things on fire if I want to get through this. Also, wie gesagt, die Rune wird wahrscheinlich auch noch verändert von den Magiern, dass sie eben nicht mehr diese Feuerbälle schießen, sondern noch mehr Einheiten bzw. Gebäude entzünden. This change does give us the opportunity to introduce so many new troops instead of new items. For example, we would not give Wizard an item that allowed him to freeze enemies. We would, from this point on, just release Ice Wizard as a totally new troop and puzzles centered around using Ice Wizard to the best of his ability. Okay, Sie reden schon mal über ein neues Truppenkonzept, den Eismagier, eben den sozusagen Anti-Magier, dass er wie so ein Sepp, denke ich mal, funktioniert, die gegnerischen Gebäude freest und nicht wie der Magier sie entzündet. Eventuell ist das vielleicht auch schon ein Hinweis darüber, weil Sie es ja am Anfang gesagt haben, dass der Eismagier vielleicht in einem der kommenden Updates kommt, eben als neue Einheit. While we're leaning into specific roles for each troops, there is a very targeted reason why we're doing this. Because
New game modes! We are going to introduce more game modes into the game so that these roles play a bigger part. It's not just destroy all the buildings every single time you get a puzzle. You're going to need to complete specific goals, and that's where these more specialized troops are really going to help you out. In this game called Also, jetzt reden sie darüber, dass es aktuell halt nur diesen einen Modus gibt. Man muss versuchen, die gegnerischen, die Stages einfach kaputt zu machen. Und ja, wenn man die Stage komplett kaputt hat, alle 3 Stages oder 2, je nachdem, was für ein Level es ist, dann hat man es eben geschafft. Und sie wollen andere Game Modes reinbringen. Und was genau, das gucken wir uns jetzt an. Ich habe selbst noch nicht gesehen, deswegen bin ich jetzt umso gespannter darauf, was sie jetzt für uns so parat haben. Clash Quest, there's a key word there, and something that's kind of been missing from the game. Quests. And that's what we mean by introducing these new game modes. We want to kind of create this sense of adventure, make sure it's not as repetitive, and add a degree of fun. Yeah, right. Also mit Quest haben sie natürlich auch auf jeden Fall recht. Das Game heißt Clash Quest, so Clash Mini hat man diese ganzen Minis und in Clash Quests gibt es halt momentan noch nicht. Aber ich denke, damit haben wir auch gute Chancen, dass Quests im nächsten Update rauskommen werden. Right now, in order to earn a star on a level, you beat all of the buildings in that stage, you get the star, you move on to the next stage. And you do that 752 times, which is pretty repetitive for a genre of games. These puzzle strategy games have so much that we could do. So we wanted to develop new game modes that really expanded the core mechanics of Clash Quest and added, well, questing. Yep. And that's why you're gonna need these new troops to fulfill these specific roles. So let's jump in and talk about just 3 new game modes that may be coming in the next update. Okay, er sagt, dass Questing jetzt sie wohl hinzugefügt haben. So genau habe ich das jetzt auch nicht verstanden. Aber dass sie auf jeden Fall die Truppen verändern werden, damit sie besser zu den Quests passen und zu den neuen Game Modes, die hinzugefügt werden, wohlmöglich schon im nächsten Update. Und da haben sie ganze 3 Game Mode Ideen. So the first change is really just a tweak to existing side quests. Right now, when you go gold card hunting, you defeat the gold card and then you keep playing, which doesn't feel very intuitive. If you defeat the gold card, that should be a full complete where you get all your rewards. Kind of like a sniper type mission where you want a precision attack on this particular objective. That's right. That's right. And that allows us to expand the gameplay into new types of hunting missions. For example, we could have a level that's very tough, very strong defenses with a gold card in the back. You don't need to defeat all the defenses, but if you can open up a path for your goblin to get in there and take the gold card, boom, you win. And that's a much more interesting strategic puzzle than just defeating all the buildings. Okay, erster Game Mode haben sie jetzt hier gezeigt. Eine Änderung zu den Goldcards, die es aktuell hier gibt für Bonusgold. Dass sie meinten, dass es ein bisschen langweilig ist, wenn man ja das Card zerstört hat und noch weiterspielt. Dementsprechend kann man einfach als neues Ziel wählen, ja, man zerstöre das Goldcard und dann hat man eben höhere und stärkere Verteidigung und man muss einfach versuchen, das Goldcard zu zerstören. Hier in dem Beispiel, was man hier gerade gesehen hat, ja, ist natürlich nicht so sinnvoll, wenn man Goblins drin hat und Flächenschaden Babydrachen, aber je nachdem, wenn man dem Goldcard dann mehr Leben gibt, viel mehr Leben, dann könnte es auf jeden Fall sehr, sehr gut funktionieren. Nicer neuer Game Mode werden. So, wir gehen nochmal hier perfekt und gucken es weiter an. Now these occur when you meet companions along your questing. They are NPC characters who can't attack, can't be activated, but you can use healing and tactics to keep them alive. Why keep them alive? Well, if they die, you fail the quest. So now you'll have this new layer of trying to defeat the puzzle while keeping these companions alive. It's been a lot of fun and really added another layer of strategy to our playtests. And another Also zweiter Game Mode hat man hier gesehen mit diesen Skeletten auf dem Feld, dass beispielsweise man diese sozusagen NPCs hat, die nichts machen, nicht angreifen und so weiter, die einfach nur da sind und man muss versuchen, dass sie alle überleben und wenn man es nicht schafft, sie am Leben zu behalten, während man die Stage kaputt macht, dann verliert man eben. Auch eigentlich eine ganz nice Idee, muss man mal gucken, inwiefern das dann überhaupt funktioniert, weil man dann natürlich sicherlich eine Menge an Bücher braucht, weil wenn sie einmal vorne sind und ein Inferno greift an,
ja, bin ich gespannt, was sie sich dabei so denken. Also, hier hat man es gesehen und jetzt der dritte Game Mode. A lot of fun and really added another layer of strategy to our playtests. And another game mode we're working on are called delivery quests. These occur when your crew receive supplies, like say barrels. Hier nochmal die gleichen Truppendinger, Verteidigung, die wir am Anfang schon gesehen haben und hinten Crates. Along the quest, and your goal is to get these barrels to the front row of the puzzle. They can be destroyed by enemy defenses, but when you get them to the front row of the puzzle, they are delivered, removed from the board, added to the victory counter. Okay, hier jetzt dritter Game Mode. Man hat diese Crates, sage ich mal, auf dem Feld und man muss versuchen, diese ganz vorne aufs Spielfeld zu bekommen. Und wenn man sie ganz vorne hat und sie nicht sterben, dann hat man das Ziel erreicht. You'll win the level when you've delivered enough of these barrels to the front row, but you'll lose if too many get destroyed or you run out of troops altogether. These new game modes are something we're working on that really have added a layer of strategy to using these new focused troops. Before, Giant was just focused on dealing damage, but now Giant is crucial to protecting your companions, healing your delivery items when they take damage, and other ways to solve these kind of specific game modes that you're trying to do. You're not just trying to destroy all the buildings, you're trying to complete the goal that we put in front of you, and that's the puzzle. Just a reminder, these things are currently in development. And we do want to keep you up to date on what we're working on, but fair warning, many of these ideas may end up being developmental dead ends and may get cut from the final feature release. Also was Darren hier sagt, die Game Modes sind natürlich alle noch sehr, sehr stark in der Entwicklung und es kann sein, dass wir sie niemals im Spiel sehen werden, das heißt nicht zu früh Hoffnungen machen. Gleichzeitig meinte Seth aber dann auch, dass sie eben mehr dieses Puzzle-Game haben wollen. Vor allem hat mich jetzt der letzte Game Mode, die letzte Idee daran so ein bisschen an Candy Crush erinnert. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt, diese Kirschen, die man versuchen muss, unten ans Board zu bekommen. Hier jetzt mit den Kisten, die man ganz nach vorne bekommen muss. Und sobald man eine gewisse Anzahl an diesen Kirschen, beziehungsweise jetzt die Crates vorne hat, dann gewinnt man das Puzzle. Und sozusagen, dass man eben ein ganz anderes Ziel hat und eine ganz andere Strategie hat, um ein Level zu zerstören, beziehungsweise die Punkte dafür zu holen. Ist auf jeden Fall eine nice Idee und ich bin mal gespannt, inwiefern das mehr Spaß machen würde und auch inwiefern das taktisch dann noch eine größere Herausforderung wäre. We just want to share what we've been working on, kind of take you on this journey with us, and just to show you what's coming next to Clash Quest. As developers, we love working on Clash Quest, and we want you, the community, to be a part of it. So we're gonna do more of these videos focused on different changes that are coming so you know what to expect, but also so you can give us your ideas. Do you have any ideas for game modes? Make sure you leave the comments below. We do read them, and we do want to see your awesome ideas. Now, I'm sure you're asking, when can you expect to get your hands on these new game modes? Well, we are aiming for a summer release as part of the first phase of these changes. However, it does depend on the complexity of the update, and there is always a possibility that the release date could change. This is just a small glimpse into what we're working on at the moment. The Clash Quest team is so excited. Our energy is so high because we know that there is a great game inside of Clash Quest that we are digging towards. This is just the first video. In the next video, we're gonna talk about other major changes coming to other parts of Clash Quest. But right now, we hope that this first video has gotten you excited about changes coming to crew and new game modes to help making Clash Quest more, questy. Yeah. Also hier redet er nochmal, dass sie einerseits planen, das große Update hier mit den neuen Game Modes womöglich und den ganzen Truppenänderungen im Sommer zu bekommen, das Sommer-Update von Clash Quest. Und dass sie ansonsten auch noch viele weitere Ideen haben, um verschiedene Sachen, verschiedene Elemente im Spiel zu verbessern. Da fällt mir vor allem eine Sache ein, und zwar, das ist ein Liga-Revamp, dass man irgendwie es fairer gestaltet und so weiter, dass nicht wirklich nur auf zum größten Teil Glück ankommt, was man für Refills hat und so weiter. Da bin ich da auch gespannt drauf, was sie dann in den nächsten Captain's Logs Videos so uns mitteilen. So, thanks for joining us. This is your captains signing off. Das war also jetzt der Captain's Log. Mir hat es wirklich sehr, sehr gut gefallen. Vor allem jetzt auch der Teil mit den Game Modes, die ich wirklich vorher noch nicht kannte. Die Truppenänderungen hatte ich schon gesehen.
Da bin ich auch gespannt drauf, wie das funktioniert. Gerade jetzt auch, was man eigentlich schon gesehen hat mit den Prinzen, die Beispiele, dass Riesen weniger Schaden, mehr Leben bekommen. Aktuell sieht man auch diese Gleichheit. Der Prinz macht genauso viel Schaden wie der Riese, aber man hat 12 Prinzen und 8 Riesen. Dementsprechend, vor allem kann man so ein bisschen sehen wie Balance Changes, die das Spiel nochmal interessanter gestalten. Gleichzeitig ist es aber auch eine Menge an Arbeit und wir hoffen natürlich alle, dass wir möglichst bald mal wieder ein Update bekommen. Es wird Zeit, aber wenn wir dann am Ende so einen richtigen Banger bekommen mit neuen Game Modes, mit Truppenänderungen, mit neuen Truppen, mit neuen Inseln, mit neuen Strategien und so weiter, dann denke ich, hat sich das Warten auf jeden Fall gelohnt und ich freue mich da schon sehr drauf. Wenn euch das Video hier gefallen hat, dann lasst doch gerne mir einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und schreibt mir in die Kommentare, welchen von diesen Game Modes ihr am besten findet und wie ihr generell dieses Konzept findet mit mehr Game Modes, mit den Truppenänderungen und so weiter. Und dann sehen wir uns die Tage in einem neuen Video. Bis dann, haut rein.